Was geht ab, meine lieben Freunde? Herzlich willkommen zur Folge Nummer 17 bei Sei Kritisch. Heute mit der größten Nachricht, dem größten Skandal dieses Jahresanfangs. Und zwar hat Donald Trump einen Angriff auf Venezuela gestartet und dadurch hat er den Präsidenten von Venezuela gezwungenermaßen aus dem Land getrieben. Plus er hat ihn entführt oder festgenommen. Und jetzt ist er auf einem US-Kriegsschiff in Handschellen. Wir kennen die Bilder. Ja, natürlich, ne? Ein Diktator muss gestürzt werden. So immer Trumps Devise und durch amerikanische Demokratie ersetzt werden. Das ist ja das, was die US-Regierung überall auf der Welt machen seit unzähligen Jahren. Und man muss ja auch eins sagen, ne? Wirklich. Also danke Donald Trump und Amerika, weil überall, wo sie am Ende des Tages waren, ist ja Demokratie eingekehrt, ne? Kann man ja nicht anders sagen. Also man sollte es ja nicht leugnen. Ne? Wenn wir uns die Sachen angucken, zum Beispiel in Libyen, absolut fantastisches Land geworden. Oder Afghanistan und Irak ist ja super extrem. Die Leute leben in Demokratie und Frieden. Syrien. Also ihr seht, immer wieder fallen die Leute auf die amerikanische Propaganda ein. Aber wir wissen auf jeden Fall, dass Donald Trump sich auf etwas ganz anderes fokussiert hatte. Hier laut SharePost, Your Home for Independent Journalism, alles in der Beschreibung drin, falls ihr selbst nachlesen wollt. Die haben das ganz gut zusammengefasst und zwar, was die Vereinigten Staaten dem Rest der Welt sagen, ist, dass sie glauben, sie hätten das Recht, jede Regierung zu stürzen, die ihnen nicht gefällt. Von den wechselnden Narrativen der US-Regierung über einen Krieg gegen Drogen bis hin zum weitaus tieferen Kampf um die riesigen Ölreserven und wichtigen Mineralien Venezuelas enthüllen wir die wahren Kräfte, die diese Konfrontation prägen. Gleichzeitig untersuchen wir, wie Washingtons Vorgehen das Völkerrecht in Frage stellt, die nationale Souveränität untergräbt und eine lange Tradition imperialer Interventionen in der Region widerlebt. Über Souveränität und Aggression. Die Regierung der Vereinigten Staaten hat den verfassungsmäßigen Führer eines ausländischen, unabhängigen, souveränen Landes entführt. Motivation. Was die Vereinigten Staaten dem Rest der Welt sagen, ist, dass sie glauben, sie hätten das Recht, jede Regierung zu stürzen, die ihnen nicht gefällt, ihre natürlichen Ressourcen zu stehlen und eine US-Marionette an die Macht zu bringen. Die haben wir sogar bereits schon. Über den Imperialismus. Dieser Krieg, den die USA führen, ist ein offensichtlicher Angriffskrieg, der gegen das Völkerrecht verstößt. Es ist ein imperialistischer Krieg und er hat nichts mit Drogen, Drogenhandel oder Menschenrechten zu tun. Zur geopolitischen Strategie. Das umfassendste Ziel ist, dass Washington die US-Hegemonie in Lateinamerika durchsetzen und die koloniale Monroe-Doktrin wieder beleben will. Was ist die Monroe-Doktrin? Also ganz einfach Amerika den Amerikanern. Ne? Davor wollte man die Amerikaner schützen, dass die Europäer, die eigentlich das Land aufgebaut haben, von wo die meisten Leute aus Amerika stammen, dass man das Recht hat, Amerika wieder zu erobern. Und das möchte man jetzt in Amerika durchsetzen. Warum? Ich kann euch mal ein Bild zeigen. Das ist nämlich laut Amerika, also laut der Trump-Regierung, Südamerika gehört zu Amerika, okay? Also hat Amerika oder die USA besser gesagt das Recht, die südamerikanische Landschaft zu erobern. Das ist auch das, was sie eigentlich undercover machen, weil ich kann euch ja ein paar Beispiele nennen. Argentinien mit Milei, und die anderen Länder genauso. Da hat man die Leute schon installiert. So, Venezuela war ein Dorn im Auge, aber ich zeige euch nachher, wer wahrscheinlich, wie in Mexiko mit Scheinbaum, wer in Venezuela gewählt wird. Richtig krass und sehr gängige Methode. Über Venezuelas Ressourcen. Venezuela verfügt über die größten Ölreserven der Welt und es verfügt über andere wichtige natürlichen Ressourcen, darunter Gas und wichtige Mineralien und, was ich herausgefunden habe, extrem viel Gold. Intervention, das ist Kolonialismus, das ist nicht nur Imperialismus, das ist offensichtliche Kolonialismus. Die USA sagen, dass ganz Lateinamerika dem US-Imperium gehört. Zur Zukunft Lateinamerikas. Venezuela hat eine Schlüsselrolle dabei gespielt, Lateinamerika und die Karibik dazu zu bewegen, sich als Region gegen den US-Imperialismus und ausländische Einmischung zu vereinen. Das klingt auf jeden Fall nach einem extrem wichtigen No-Go. Das dürfen wir nicht zulassen. Kommen wir nochmal kurz zurück.
Extrem interessant auch hierbei anzumerken ist, dass Venezuela hat Pornografie, Abtreibung, die gleichgeschlechtliche Ehen, Geschlechtsumwandlungen und Wucher verboten, die Herausgabe von Gas- und Ölreserven verweigert und die Gründung einer jüdischen Zentralbank abgelehnt. Dafür ist ein jüdischer Agent und Pädophiler aus Washington in ein souveränes Land eingedrungen. So, hier haben wir die Bilder von Maduro, das was Donald Trump auch selbst gepostet hat, wie er verhaftet worden ist oder eingefangen worden ist und natürlich die amerikanischen Politiker wie Kyle Bass, die fragen sich schon, also die versuchen natürlich ein bisschen Öl ins Feuer zu gießen mit der Frage, ja, jetzt haben wir einen wichtigen ähm, Russland-Verbündeten, was wird Russland und China dazu sagen? Hahaha. Während Maduro jetzt gekidnappt worden ist, haben wir die Zweitpräsidentin oder gewählte Zweitpräsidentin, die Folgendes aussagt. Hören wir mal rein. From China, Russia, Latin America, the Caribbean, Africa, Asia, the governments of the world are simply shocked at the victims and targets of an attack of this nature, which undoubtedly has a Zionist slant. It's really shameful. Selbst die Regierung verschont uns nicht vor Antisemitismus, ne? Hier wieder zusammengeführt, weil ich euch ja auch gesagt hatte, es geht nicht nur um venezuelisches Öl, sondern niemand spricht über das Gold. 161 Tonnen, 22,5 Milliarden Dollar zu heutigen Preis. Die größten Goldreserven Lateinamerikas. Mit jedem Anstieg des Goldpreises um $100 gewinnen diese Anlagen 518 Millionen Dollar. Und das ist nur das, was sich in den Tresoren befindet. Der Orinoco-Bergbaubogen birgt 10.000 Tonnen unerschlossenes Gold. 10.000 Tonnen. Bei einem Preis von $4,360 pro Unze sind das 1,4 Billionen Dollar im Boden. Venezuelas Vizepräsident hat ihnen genau erklärt, worum es hier geht. Ihre Worte: Ein Regimewechsel ermöglicht es ihnen, unsere Energieressourcen, Mineralressourcen und natürliche Ressourcen an sich zu reißen. Sie sagte Mineralressourcen, nicht nur Öl, Mineralien. Gold, Koltan, seltene Erde. Allein das Koltan, das blaue Gold, das jedes Smartphone und jede Elektroautobatterie antreibt, hat einen Wert von über 100 Milliarden Dollar. Darum ist Gold derzeit wichtiger als Öl. Die Ölförderung erfordert Investitionen in Höhe von 58 Milliarden Dollar in den Wiederaufbau der Infrastruktur. Die Pipelines blieben 50 Jahre lang unberührt. Es wird Jahre dauern, bis die Produktion wieder ihren Höchststand erreicht. Gold lagert in den Tresoren der Zentralbanken. Flüssig, einsatzfähig, besicherbar. Sobald eine von den US anerkannte Übergangsregierung die Kontrolle übernimmt, dient dieses Gold als Sicherheit für IWF-Kredite, Wiederaufbaufinanzierung und Schuldenrestrukturierungen. Seit 2018 sind venezuelische Goldreserven im Wert von 1,8 Milliarden Dollar bei der Bank von England eingefroren. Da Maduro in einer New Yorker Gefängniszelle sitzt, sind die rechtlichen Hürden für die Freigabe dieses Goldes einfach verschwunden. Gold legte 2025 um 65% zu. Das beste Jahr seit 1979. Also ihr seht, wie wichtig dieses Öl ist und wie reich die amerikanische Regierung werden könnte, wenn sie es schaffen, Venezuela zu erobern oder besser gesagt einfach ein CIA oder Mossad-Asset da einzubauen, ne? So, und dann haben wir Nathaniel Rothschild, er schreibt, well done, Donald Trump, ne, während des Angriffs. Und wer ist Nathaniel Rothschild? Natürlich die wohlhabende jüdische Familie Rothschild feiert die Übernahme der Kontrolle über Venezuelas Ressourcen. Ja, Donald, du machst alles gut. Und ich erinnere euch zurück, ne? Es gab ja dieses eine Interview, wo Donald Trump dann oder so ein Rabbi dann sagt, ja, Donald Trump, ihr wisst es noch nicht, aber er ist der erste amerikanische jüdische Präsident. Er sagt, yeah, I'm Jewish. 6 years ago I was up here and I said, this is our first Jewish president. Now he's the first Jewish president to serve two not consecutive presidencies. We thank you for everything. That's right. Bad things happened on the second one. Namely, the election was rigged. Also ihr seht, in welche Richtung das wieder geht. Scheinbaum Mexiko war genau das gleiche Spiel. Genau das gleiche Spiel versuchen sie überall auf der Welt zu realisieren. So, und warum war Präsident Nicolás Maduro so schlecht in den Augen der Amerikaner?
Ganz einfach. Der war einfach anti-Israel. Und er hat das auch immer offen zugegeben. Und das ist ja das, was du niemals machen darfst. Du darfst niemals sagen, dass du anti-Israel bist. Weil dann passieren Anschläge in deinem Land. Auf einmal entdecken die Leute Skandale von 30 Jahren von dir, weil du über Rot gefahren bist und machen daraus die schlimmste Geschichte überhaupt, ne? Palästina libre. Ich sag euch eins. Die armen Menschen auf diesem Planeten, okay, die unterdrückten Menschen auf diesem Planeten halten immer zusammen. Immer. Weil sie das Muster kennen. Okay? Sie kennen das Muster. Und dieses Muster ist überall gleich. Weil wenn er so schlecht gewesen ist, man hat ihm das vorgeworfen, Wahlmanipulation. Wie in jedem Land, Putin Wahlmanipulation. Deutschland Wahlmanipulation. Es ist ja immer Wahlmanipulation. Also wenn das nicht gewählt worden ist, was man eigentlich wählen wollte oder durchkriegen wollte als Ideologie, Agenda natürlich, dann ist es immer Wahlmanipulation. So, und das hat man ihnen dann natürlich auch unter die Nase gerieben, Wahlmanipulation. Aber dann haben wir irgendwelche Leute, x-beliebigen Leute, ich fand den am interessantesten. Was sagt der Bruder? Nobel Peace Prize Winner who talks about peace. Zu ihr kommen wir gleich. Scheinbaum 2, sage ich nur. When her country, Venezuela, has been attacked, angegriffen worden ist, von amerikanischen Imperialisten. Wo bist du? Wo sind die Länder, die noch nicht darüber gesprochen haben? Über diese Situation und über diesen Moment. Wir, die Leute, die Menschen, die people, working men and women, arbeitende Frauen und Männer, wollen erstmal Respekt. Ne? Als ersten Punkt Respekt. Und zweitens, wir sind auf den Straßen, weil wir an Demokratie glauben. So wie wir rausgegangen sind, um zu wählen, um Nicolás Maduro, den Präsidenten, am 28. Juli zu wählen. So wie alle anderen Sektoren, ne, in diesem Land, haben wir seinen Wahlsieg anerkannt. Jetzt verurteilen wir die US-Regierung, den Imperialismus und den Transnationalen, die dahinter sind. Wir wissen, wer dahinter steckt. Gibt unserem Präsidenten Nicolás Maduro sicher zurück. Sehr klar, oder? Sehr klar, was dieser Mann will. Und dann haben wir Jeffrey Sachs, der darüber spricht. Die Motive der USA gegen den Iran gelten ausschließlich Israel. Donald Trumps Drohungen waren ein Gefallen an Netanyahu. Das ist die besondere Beziehung. Amerika zerstört Länder, damit Israel es nicht tun muss. Die USA opfern ihre Soldaten und ihre Moral für ihre Expansion. Invade Iraq in 2003. That war came from Netanyahu, actually. If you take out Saddam, I guarantee you that it will have enormous positive reverberations on the region. And the guy's nothing if not obsessive. And he's still trying to get us to fight Iran this day, this week. He's a deep, dark son of a bitch, sorry to tell you. Because he's gotten us into endless wars, and because of the power of all of this in the US politics, he's gotten his way. Sehr klar. Der zweite Bruder. Sehr klar. Alle Kriege, die bis jetzt in dem Nahosten passiert sind, angefangen haben, immer nur für Israel. Alles ist für Israel. Unsere Taschen sind für Israel. Unser Geld in unseren Taschen, auch den deutschen Taschen, den Steuergeldern, alles für Israel. Alles für die Pläne dieser Gruppierung. Dann haben wir hier von Sir Escanor immer eine der besten Quellen, die ich vertraue. Das hatten wir auch im Erika Kirk Video. War ja sehr, sehr genau recherchiert.
der Bruder hat natürlich wieder was rausgefunden. Und zwar über die venezuelische Oppositionspartei. Und genau über diese Frau wollte ich mit euch sprechen. Scheinbaum 2. Guckt euch mal diese Frau an. Maria Corina Machado, okay, Machado, meistens immer brasilianischer Nachname, soll den venezuelischen Präsidenten ersetzen. Okay, wer ist Maria Corina Machado? Erstens war sie ein Teil der Young Global Leaders von 2005 und 2011. Ihr wisst, wer dahinter steckt, die WEF Klaus Schwab. Dann haben wir herausgefunden, dass sie eine Jüdin ist. Sie hat jüdischen Background, genauso wie Scheinbaum. Venezuela ist ein katholisches Land. Wer soll an die Macht kommen? Jüdische Agentin. Wo hat sie studiert? In Yale. Was ist Yale? Yale ist eine der besten US-Universitäten auf der Welt. Und wir wissen, dass viele wichtige Leute, die heute auch in der Politik sitzen, auch von Yale kommen oder in Yale studiert haben. Crazy, oder? Yale ist das die Universität. Wenn du was erreichen willst, gehst du zu Yale. Oder du gehst zu Harvard. Ne? Und da haben die meistens immer noch ihre eigenen Gruppierungen. Ne? Skull and Bones zum Beispiel ist auch in Yale. Und auf einmal wirst du was. Ne? Ganz, ganz spannendes Thema. So. Hier haben wir sie natürlich. Oh, wie Scheinbaum, ne? Wie Scheinbaum. Genau die gleiche. Und hier haben wir ein Video, wie sie Benjamin Netanyahu dankt für den Angriff. I would like to thank Benjamin Netanyahu, the Prime Minister of the State of Israel. I promise we one day will have a close. I promise, ich werde euch versprechen, an irgendeinem Tag werden wir eine richtig enge Beziehung haben. Zwischen Venezuela und Israel. Sie selbst sehnt sich natürlich nach einem Besuch in Israel, nach Israel, sobald wir den Frieden erobern. And I can announce this that our government will move our Israeli embassy to Jerusalem. Und natürlich der jüdische Konsulat in Venezuela wird nach Israel befördert. Ja, also mehr pro Israel kann man ja nicht sein, ne, liebe Maria Corina Machado. Und lustigerweise, nachdem man den Präsidenten entführt hat, schreibt Marina natürlich ein Statement dazu. Venezolaner. Die Stunde der Freiheit ist gekommen. Nicolás Maduro muss sich wegen Verbrechen gegen Venezolaner und andere vor internationaler Justiz verantworten. Die USA haben das Gesetz in Kraft gesetzt, nachdem er sich geweigert hatte, über einen Austritt zu verhandeln. Volks- und Nationalsouveränität bestimmen nun das Geschehen. Wir werden politische Gefangene befreien, ein außergewöhnliches Land aufbauen und unsere Kinder nach Hause bringen. Wir haben hart gekämpft, es hat sich gelohnt. Bürgerstunde. Der designierte Präsident Edmundo González übernimmt das Amt des Oberbefehlshabers. Wir sind bereit, dies durchzusetzen. Bleiben Sie wachsam für einen demokratischen Übergang für alle. Venezolaner im Inland bereit über offizielle Kanäle. Im Ausland weltweite Mobilisierung für den Aufbau des neuen Venezuela. Mit Kraft und Liebe wird Venezuela frei sein, mit Gottes Hilfe bis zum Ende. Am 3. Januar geschrieben von Maria Corina Machado. Und jetzt stelle ich mir nur eine Frage. Wen meint sie mit ein außergewöhnliches Land aufbauen und unsere Kinder nach Hause bringen? Welche Kinder? Die Kinder, denen uns 3000 Jahre versprochen worden sind, vor 3000 Jahren oder was? Das ist halt immer genau das Problem, was ich sehe, wenn solche installierten Marionetten der US-Israel-Lobby ein Land übernehmen dann, ne? Und um ein bisschen mehr von Maria zu erfahren, habe ich mir das hier rausgesucht. Erster Punkt, den wir wissen sollten über Maria, und zwar she's a US Asset. Also von 2003 bis 2010 leitete sie die NGO Sumate, die wie Venezuela Analyses feststellte, vom US National Endowment for Democracy NED, der USA Agency for International Development und Development Alternatives Inc. finanziert wurde.
die alle drei in ganz Lateinamerika für ihre Versuche bekannt sind, fortschrittliche Regierungen unter dem Deckmantel der Demokratieförderung zu destabilisieren. Im Jahr 2005 traf sich Machado sogar mit dem damaligen US-Präsidenten George Bush. Bush und die damalige Außenministerin Condoleezza Rice zu einer Zeit, als die Bush-Regierung versuchte, den gewählten Präsidenten Venezuelas Hugo Chavez zu stürzen. Zu dem Zeitpunkt trifft sie sich mit George Bush. Also da hat sie wahrscheinlich schon versucht, die Macht an sich zu reißen, Venezuelas. So, zweiter Punkt, den wir wissen sollten. Sie beteiligte sich an einem Militärputsch gegen einen demokratisch gewählten Präsidenten. Das war genau das, was ich euch gesagt hatte, und zwar gegen Hugo Chavez. Während Maria sich als Kämpferin für die Demokratie präsentierte, beteiligte sie sich in Wirklichkeit an dem kurzlebigen, von dem US unterstützten Putsch gegen Hugo Chavez, den damals gewählten Präsidenten Venezuelas. Zum Vergleich, wie Mutter Jones berichtet, erhöhte die USA vor dem Putsch die Mittel für die Aktivitäten des IRE, eine Tochtergesellschaft des CIA-Ablegers NET in Venezuela, um das Sechsfache von 50.000 auf 300.000 US-Dollar und fügten hinzu, im April 2002 startete eine Gruppe von Militäroffizieren einen Putsch gegen Chavez und von der IRE ausgebildete Führer mehrerer Parteien schlossen sich der Junta an. Wie der Guardian damals berichtete, nickte Elliot Abrams, damals Beamter des Bush-Regierung, dem venezuelischen Putschversuch zu und fügte hinzu, dass die US-Regierung nicht nur wüsste, dass der Putsch bevorstand, sondern ihn auch sanktioniert hatte, in der Annahme, dass er zum Erfolg führen würde. Posibilidad de una guerra está ahí entonces. Pero tú no ves la amenaza que es para nosotros, el imperio de los Estados Unidos. ¿Por qué cree que Estados Unidos quiere atacar Venezuela? Bueno, ahí está la historia reciente. Yo te voy a decir la causa más importante. Aquí mismo, está la reserva de petróleo más grande de este planeta. Aquí en Venezuela tenemos petróleo para más de 100 años. A Estados Unidos se le está acabando el petróleo. La razón de mayor peso de que Estados Unidos quiera poner aquí un gobierno subordinado a él, al imperio, como lo tuvieron durante mucho tiempo, es el petróleo venezolano. Und sie arbeitete damit. Also überleg mal, ne? Sie ist wirklich eine eklige, schlimme Hexe. Dritter Punkt, den wir wissen sollten, und ich glaube, das ist auch der wichtigste Punkt, sie unterstützte Hungersaktionen gegen Bürger in Venezuela. Maria hat wiederholt die amerikanische Hungersaktionen unterstützt und bejubelt, die Zehntausende, wenn nicht Hunderttausende normale Venezuela getötet haben. In einer durchgesickerten Audioaufnahme aus dem Jahr 2024 prallte sie sogar damit, mit den USA bei den Sanktionen zusammenzuarbeiten, bis sie den Zusammenbruch und Maduros Abgang mit weiteren Sanktionen verursachen. Die Ökonomin Jeffrey Sachs, das war den wir reden gehört haben über Iran und Israel, und Mark Weisbrot fanden heraus, dass die amerikanischen Hungersaktionen gegen Venezuela von 17 bis 2019 40.000 Menschen das Leben kosteten, und der UN-Experte Alfred de Zayas kam zu dem Ergebnis, dass die Sanktionen insgesamt 100.000 Menschen das Leben kosteten. Die Vereinten Nationen haben dokumentiert, dass die Wirtschaftsblockade Venezuelas und das Einfrieren von Zentralbankgeldern die bereits bestehende wirtschaftliche und humanitäre Situation verschärft haben, indem sie die Erzielung von Einnahmen und die Verwendung von Ressourcen für die Entwicklung und Instandhaltung der Infrastruktur sowie für soziale Unterstützungsprogramme verhindert haben, was verheerende Auswirkungen auf die gesamte Bevölkerung Venezuelas hatte. Insbesondere auf Menschen in extremer Armut, Frauen, Kinder, medizinisches Personal, Menschen mit Behinderungen oder lebensbedrohlichen oder chronischen Krankheiten sowie die indigene Bevölkerung. Also wer Tomaten auf den Augen hat oder Pflaumen auf den Augen hat, der wird sagen, oh, weißt du was, ich sehe da gar keine Verbindung, gar nichts. Also ich glaube, das ist alles nur Zufall und die Amerikaner haben wirklich nur das Gute im Sinne und so. Aber ey, hört auf damit. Also die Zeiten sind vorbei. Es ist Mexiko 2. Absolut. Bloß, dass Scheinbaum geweht worden ist. Was bei Maria der Fall war, ist, dass sie nicht geweht worden ist. Und darüber hat sie sich ja aufgeregt. Das waren die Punkte, die ich euch vorhin aufgezählt hatte, wo man sich aufgeregt hat, dass die Wahlergebnisse korrumpiert waren. Das kam von Maria. Ihr seht, also Scheinbaum 2 ist wieder da. Und man versucht, Südamerika komplett zu erobern. Argentinien haben wir schon, Mexiko haben wir schon,
jetzt kommt Venezuela und dann kommt auch noch Brasilien und dann ist vorbei. Dann gehört alles den elitären Mächten auf diesem Planeten. So, Freunde, das soll es gewesen sein. Was hält ihr von dieser ganzen Situation? Ist das für euch eher Zufall oder sieht man eindeutige Beweise dafür, dass man versucht, Südamerika zu erobern und irgendwelche Puppen zu installieren? Was glaubt ihr, wie unsere Welt in 10 Jahren aussehen wird? Ansonsten freut mich das natürlich, dass ihr das Video bis zum Ende geschaut habt. Und gerne ein Like, gerne kommentieren. Das wäre immer sehr, sehr gut. Wenn ihr den Kanal noch nicht gefolgt habt, bitte folgt mir auch. Und dann sehen wir uns zum nächsten Video. Passt auf euch auf, bleibt gesund und habt einen schönen Tag. Tschüss.